Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von uns. Wir sind Simon und Julia von See You Camper Van. Und wenn ihr unseren letzten Vlog gesehen habt, dann wisst ihr, dass wir gerade ganz schön in der sitzen. Wir haben gerade den Tiefpunkt unserer Reise erreicht. Was ist passiert? Ganz kurz. Ja, wir wollten in die USA einreisen und haben das Ganze versucht ohne Esther. Wurde an der ersten Grenze abgewiesen. Wir haben nochmal nachgelesen, weil wir uns sicher waren, wir brauchen kein Esther auf dem Landweg. Waren Informationen des Auswärtigen Amtes in Deutschland. Aber mittlerweile wissen wir haben da wohl eine veraltete App gehabt oder die App war nicht aktualisiert oder was auch immer. Haben es nachgegoogelt, auch laut Wikipedia und irgendetwas anderem haben wir es dann nochmal genauso gelesen. Deshalb sind wir zur zweiten Grenze gefahren, wieder ohne Esther. Dann kam alles richtig doof, guckt euch das letzte Video an, inklusive Verhör und so weiter. Und schlussendlich wurde uns die Einreise ohne Esther in die USA verwehrt. Dann haben wir uns erkundigt, haben das Esther noch beantragt, das wurde dann somit abgelehnt und schlussendlich müssen wir jetzt halt irgendeine Option finden. Ja, vielleicht ganz kurz, wie geht's uns? Also wir sind natürlich mega traurig und irgendwie steht unsere Reise jetzt halt voll auf der Kippe. Wir wissen nicht, wie geht's weiter, geht's überhaupt weiter? Eigentlich war unser Reiseziel ja, die Panamericana zu fahren von Argentinien nach Alaska. Ohne die USA kommen wir aber nicht nach Kanada und natürlich auch nicht Alaska. Alaska gehört ja zu Amerika. Und ja, natürlich sind wir auch super wütend auf uns selber, dass uns so ein blöder Fehler passiert ist. Wir sind nicht wütend auf die Beamten, die haben ja nur ihren Job gemacht und ja. Ja, wir haben halt einfache falsche Informationen zurückgegriffen, ne? Aber das ist halt einfach, wir haben das vorher schon gelesen, einmal, zweimal, haben es dann in der App nachgeguckt und das war in unsere Köpfe drin, ne? Das war uns absolut klar, da gibt es überhaupt keine Diskussion. Ja, wir fahren dahin, auf dem Landweg brauchen wir das nicht. Ja, war ja für uns dann eben auch von öffentlicher Seite bestätigt. Tatsächlich habe ich gestern einen Albtraum gehabt, der eben war, wir stehen an der Grenze und die lassen uns nicht rein und wir werden verhört und festgenommen und so. Und dann wache ich auf und habe kurz überlegt und dann merke ich, verflucht, es war gar kein Albtraum, es ist Wirklichkeit. Es ist jetzt so ungefähr eine Woche vergangen oder ziemlich genau eine Woche. Vor einer Woche standen wir an der Grenze. Es hat sich mittlerweile ein bisschen gesetzt, aber irgendwie braucht es immer noch Zeit. Wir sind hier auf einem Campingplatz. Der ist hier relativ schön. Da haben wir Gelände für uns, den ganzen Tag unsere Ruhe. Das war jetzt auch ganz gut, einfach was zu haben, wo man auch seine Ruhe hat und nicht 1000 Leute vorbei. Vielleicht drehen wir hier auch später noch mal eine Runde und zeige euch das ein bisschen. Ja, wir sind letztlich dann von der Grenze wieder 400 Kilometer zurückfahren, eben hierher auf den Spot, wo wir jetzt stehen. Weil wir eben wussten, der ist gut und ruhig und es gibt Internet und ja, alles drum und dran eben. Ja, das einzig Tröstliche ist vielleicht, dass wir bestimmt nicht die einzigen sind, die innerhalb eines Jahres entweder an der Grenze oder schon beim Antrag auf Einreise in die USA abgelehnt werden. Ich schätze mal, es geht Hunderttausenden so. Vielleicht aber nicht so viel, die ohne Esther an der Grenze stehen, keine Ahnung. Ja, aber hilft ja alles nichts. Nee, es hilft nichts, auf jeden Fall. Und es ist halt auch echt ein dummer Fehler, wo man sich jetzt im Nachhinein halt fragt, wie kann einem sowas Dummes eigentlich passieren? Ne? Mir hätte eigentlich nur Rücksprache noch mit ein, zwei anderen Reisenden, die es gar nicht so lang gemacht haben und hätte da Bescheid gewusst, aber ja, wir haben so an die Informationen geglaubt, die wir da haben. Ne? Total doof. Ja, vor allem, weil wir ja eigentlich auch vermeintlich bei öffentlicher Stelle nachgeguckt haben beim Auswärtigen Amt. Aber ich habe jetzt nachgelesen, dass sich eben die Einreisevorschriften am 1. Oktober 22 geändert haben. Wir sind am 1. August 22 in Uruguay gestartet. Und ich schätze einfach, dass sich die App seither einfach nimmer aktualisiert hat. Zuletzt wahrscheinlich am 31. September. Keine Ahnung. Ja, mega doof auf jeden Fall, aber lässt sich jetzt nicht ändern. Es ist jetzt, wie es ist. Ja. Das ist die Situation. Wir stecken in Mexiko fest. Ja, und wir haben halt auch einfach dran geglaubt oder haben uns eben so verhalten, wie wir es an 17 Landesgrenzen vorher auch schon gemacht haben. Also ist ja jetzt nicht so, dass wir blutige Reiseanfänger sind.
Wie gesagt, wir haben schon einige Grenzen übertreten und bisher war aber einfach unsere Erfahrung, dass die Beamten einem dort einfach höflich weiterhelfen, selbst bei der Einreisekarte ausfüllen, einem sagen, was man oder wie man eintragen muss. Und wir dachten einfach, okay, wenn es an der ersten Grenze nicht geht, fahren wir zur zweiten. Wenn es da auch nicht klappt, dann werden die uns schon sagen, Leute, das hat sich geändert, wir drehen um und beantragen das echter. Aber es kam halt anders. Ja, die sind da halt knallhart, ne? Was da sowas betrifft. Die haben da ganz strukturiert, klare Vorschriften und da danach wird gearbeitet und da gibt es kein Rechts-Links und da hilft dir keiner. Wenn ihr herein wollt und nicht in der Lage seid, das richtig und ordentlich zu machen, dann... Ja, also Amerika ist nicht Argentinien und auch nicht Mexiko. Das mussten wir jetzt leider schmerzlich erfahren, aber wie gesagt, wir sind selber dran schuld. Ja. Natürlich haben wir uns jetzt die letzten 5-6 Tage intensiv Gedanken gemacht, was sind denn mögliche Optionen, wie könnte es weitergehen, kann es überhaupt weitergehen. Ja, die einfachste Möglichkeit wäre natürlich zu sagen, Ende Gelände, die Reise endet für uns jetzt halt hier in Mexiko. Ja, soll so sein, fertig aus. Aber ja, also es wird sich einfach als herbe Niederlage empfinden und als hätten wir die Reise nie abgeschlossen. Deswegen ist eigentlich auf jeden Fall nicht unsere favorierte Option, oder? Nee, eigentlich nicht. Wir wollen ja eigentlich immer noch bis nach Alaska. Ne? Ja. Kletterausrüstung und über dem Trump sein Mäuerchen klettern. Aber der Bus muss mit. Ah, ja. Ja, dann war der zweite Gedanke, hey, wir lassen einfach das Auto irgendwo in Mexiko stehen für 2 Jahre. Der Van ist als Wohnmobil eingetragen, deswegen darf er 10 Jahre in Mexiko stehen. Genau, 10 Jahre, das ist verrückt, ja. Kriegt man da für Mexiko. Das wäre behördlich also überhaupt kein Thema. Aber wir haben halt Sorge, dass wenn wir das Auto so lange stehen lassen, es wird ja nicht besser, ne? Also egal, ob es der Motor ist. Es guckt keiner ja danach, wenn den hier irgendwo auf dem Camping oder so abstellt, stellst du Plane drüber. Ach, die Batterie ist da hinüber, bis du kommst, geschweige denn, keine Ahnung, was dann da, Rost, Schimmel, Luftfeuchtigkeit im Auto, Dachluke undicht, keiner merkt's. Ja. Das ist einfach überhaupt nichts. Und außerdem hat man ja dann auch die monatliche Kosten einfach, um das Auto da abzustellen, ne? Und da stehen zu lassen. Ja. Das der ist einzige Vorteil bei der Option wäre halt, wir könnten in den 2 Jahren nochmal Geld verdienen, vielleicht eben auch die Kosten für den entstandenen Schaden jetzt reinholen und hätten dann auch bei der Arbeit einfach nochmal die Aussicht zu wissen, okay, es ist jetzt einfach nur für eine bestimmte Zeit und danach gehen wir nochmal auf Tour. Aber wie gesagt, auch die Option scheint nicht die beste. Wenn es irgendwie gehen würde, wäre die allercoolste Option, jetzt einfach umzukehren und nochmal nach Ushuaia, also Argentinien, und nach Feuerland zu fahren. Ja, hätte ich auch Bock drauf. Da wären wir beide dabei. Weihnachten wieder in Ushuaia. Ja, das wäre eine gute Option, definitiv, da nochmal da runter zu fahren. Einiges auf dem Runterweg nochmal angucken, was man Ausklasse hat. Einfach ein bisschen zügiger. Argentinien, Chile, Patagonien da noch ein bisschen genießen 1 Jahr. Da wäre ich eigentlich auch fein damit. Und im nächsten Leben dann nach USA und Kanada. Ja, aber da haben wir natürlich das große Problem von der Verschiffung wieder über Darien Gap. Das sind ja auch einfach immense Kosten, die wir da wieder haben. Ne? Und es wäre mindestens wieder 3.000 €, den Van dahin zu verschiffen, inklusive Hotel und wieder in den Container. Und ganz da runterfahren ja erstmal auch wieder zigtausend Kilometer. Ja, deswegen wäre definitiv cool. Also das Fahrzeug irgendwie nach Montevideo beamen und dahin fliegen, das wäre super. Mega gut. Da hätte ich richtig Bock drauf. Aber ja, auch nicht die optimale Option. Eine Option, aber nicht eine optimale. Ja, eine weitere Option wäre, das Fahrzeug von Mexiko aus woanders hin zu verschiffen, zum Beispiel nach Kanada und Amerika einfach auslassen. Aber irgendwie wird auch dann für uns was fehlen, weil Amerika einfach ein wichtiger Teil unserer Reise schon wäre. Nach Australien oder Neuseeland verschiffen ist von den Auflagen her super kompliziert, wäre ansonsten auch eine Top-Option. Und sind natürlich auch einfach Riesenkosten, muss man auch sagen. Ne? Wir haben eigentlich kalkuliert, jetzt dann noch da hochzufahren, dann irgendwann nach Halifax rüber. Das Ganze dauert noch 1 Jahr. Damit sind wir fein. Das ist auch kostentechnisch alles möglich. Aber dafür tausende Euro irgendwas jetzt da von Kontinent zu schippern oder irgendwas. Das ist keine Option, ja. Nee. Ja, was gibt's noch? Wir könnten natürlich versuchen, jemanden zu finden, der
unser Auto straight durch die USA durchfährt, einmal die Westküste hoch bis nach Kanada. Wir fliegen hinterher, übernehmen das Auto wieder, aber auch dann würden uns die USA fehlen und ich hätte auch, glaube ich, kein gutes Gefühl dabei, jemand anderem so lange mein Auto anzuvertrauen. Wer weiß, was da passiert. Nummer 1, und ich weiß auch gar nicht, wie es dann ja wäre, ob man dann für die Kanada dann auch nur 3 Monate hat. Nach Alaska könnte man nicht. Ja, genau. Also es wird einfach ein wesentlicher Teil fehlen. Das heißt, dann fehlt der linke Alaska-Zipfel. Wir kommen irgendwo Kanada an, können dann noch rechts rüber und das war's. Und haben ja auch keine Möglichkeit, aus Kanada auszureisen in die USA und wieder einzureisen, um nochmal gewisse Zeit oder zu verlängern oder irgendwas. Also auch keine coole Option eigentlich. Ne? Wenn das alles in Südamerika irgendwie wäre, wäre das alles gar nicht schlimm. Ne? Da hat man ein paar Kilometer, dann ist man im nächsten Land irgendwie. Wenn hier was nicht klappt, okay, darüber, dann bleibt man halt da mal 3 Monate, kümmert sich um sein Kram und so weiter. Aber hier ist es einfach durch das, dass halt die USA so riesig ist, Kanada dann erst oben drüber kommt und es keine Möglichkeit gibt, mal geschwind irgendwo rein raus über eine Grenze zu springen. Total doof, ne? Ja. Im Endeffekt bedeutet es, dass die einzige Option, die einzig sinnvolle Option ist, ein Visum zu beantragen. Aber auch das ist leider viel komplizierter, als man sich das vielleicht vorstellen mag. Also wir sind ja, nachdem wir abgelehnt wurden, direkt persönlich zu einer US-Botschaft gefahren in Mexiko, haben dort nachgefragt, ob es denn möglich ist, als Inhaber eines deutschen Passes mit deutscher Residenz hier im Land ein Visum zu beantragen. Und die haben das dann geklärt und haben uns aber klipp und klar mitgeteilt, dass es auf keinen Fall funktioniert. Also in Mexiko können tatsächlich nur mexikanische Staatsbürger ein Visum beantragen oder Personen, die eine Residencia, also eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung sozusagen haben. Werden wir Mexikaner? Könnten wir tatsächlich. Also wir könnten, ich glaube auch relativ problemlos, die Residenz hier beantragen. Gibt es für 1 Jahr, 2 Jahre und für 3 Jahre. 1 Jahr kostet, glaube ich, pro Kopf 250 Euro umgerechnet. Also wären für uns beide um die 500 Euro. Aber also zum Ersten glaube ich nicht, dass es cool aussieht, wenn man mit einer erst kürzlich beantragten Residenz oder erst kürzlich genehmigten ein Visum für die USA beantragt. Ich glaube, das wirft auch nochmal Fragen auf und kann mir nicht vorstellen, dass das cool ist. Wir haben das jetzt ja wahrscheinlich sowieso irgendwie in unserer Akte vermerkt mit die ESTA-Geschichte. Ja. Und wenn man dann irgendwie mit der nächsten komischen Geschichte um die Ecke kommt, weiß ich nicht, ob das wirklich toll ist. Ne? Das meinst du halt. Nee. Ja, und dann gibt es noch ein Problem in Mexiko. Und zwar kann man auf der offiziellen Homepage der US-Behörden die aktuellen Wartezeiten für die verschiedenen Visa-Typen anschauen. Also es gibt ja ein Touri-Visum, das was wir bräuchten. Es gibt aber ein Arbeitsvisum, ein Studienvisa und so fort. Und da beträgt die Wartezeit auf einen Termin in Mexiko 519 Tage. So viel Zeit haben wir leider nicht. Wir haben nur noch 6 Monate genehmigt bekommen. Ja, und ja, wir haben dann natürlich noch die Wartezeiten in den anderen angrenzenden Ländern durchgeschaut, aber erwartungsgemäß in Guatemala, in Panama, in Costa Rica sind die Wartezeiten ähnlich hoch. Also von hier aus kommen wir auf jeden Fall nicht an ein Visum ran. Somit blieb also eigentlich nur noch nach Deutschland zu fliegen. Das haben uns auch verschiedene Webseiten bestätigt. Und wir haben auch nochmal mit einer Agentur telefoniert, die sich explizit um Visa-Anträge in Deutschland kümmert. Die haben uns das Gleiche auch nochmal bestätigt. Ich wollte gerade fragen, ob die Webseite auch wirklich aktuell war. I hope so. Ja, deswegen haben wir es uns eben nochmal von offizieller Seite auch bestätigen lassen. Ich warte eigentlich immer noch auf die Antwort vom US-Konsulat in München, denen ich auch die Frage gestellt habe. Da kam jetzt aber seit 5 Tagen keine Antwort, deswegen glaube ich auch nicht, dass da welche kommt. Aber eben diese Visa-Agentur, mit der haben wir telefoniert, die hat uns auch bestätigt, dass wir wirklich in Deutschland zum Interviewtermin in der US-Botschaft, entweder in Frankfurt oder in München, persönlich erscheinen müssten. Das bedeutet aber natürlich, wir bräuchten einen Hin- und einen Rückflug nach Deutschland, umgerechnet ungefähr 800 Euro pro Kopf.
wenn man so einen günstigen bekommt. Ja, 1000. Also wahrscheinlich eher 1000. Genau. Dann stehen die Kosten fürs Visum im Raum. Das sind auch ungefähr um die 250 oder 260 Euro pro Kopf. Vorteil wäre allerdings mit dem Visum, man darf 6 Monate lang am Stück in den USA bleiben. Ja, nicht nur 3, genau. Und es ist 10 Jahre lang gültig. Also man könnte immer wieder ein- und ausreisen und eben wieder für die 6 Monate rein. Das wäre natürlich cool. Problem, wir haben für 10 Jahre kein Geld. Das stimmt. Sonst wäre das cool. Ja. Ja. Vorteil an der Deutschlandgeschichte wäre natürlich noch, wir könnten früher und schneller als erwartet Freunde und Familie wiedersehen. Das wäre natürlich mega schön. Hat auch Vorteile. Und wir könnten uns selber Ersatzteile besorgen für den Van. Unsere Bettwäsche ist kaputt. Das Maß gibt es hier nirgends. Ja. All solche Dinge, die könnten wir natürlich in Deutschland viel einfacher organisieren und dann nach Mexiko mitbringen. Aber auch nichts Zwingendes, wo das rechtfertigen würde oder wo man sagen würde, perfekt, das passt genau. Ne? So ist es nicht. Ja. Das ist ein bisschen schön geredet. Das ist schön geredet, auf jeden Fall. Ja, und wir haben ja natürlich auch keine Wohnung mehr in Deutschland. Unsere Wohnung haben wir aufgelöst. Alles Hab und Gut verkauft, bis ein paar Kleinigkeiten, die bei den Eltern untergestellt sind. Aber man hätte die Option, bei meinen Eltern haben wir ja in eurem Zimmer eingelagert. Das könnte man natürlich morgen, da sind unsere Matratze alles noch vorhanden. Da könnte man morgen im Endeffekt rein und hätten ein Dach über dem Kopf. Genauso hätte der Julia ihre Eltern wahrscheinlich auch Platz. Das wäre auch nicht so schlimm. Ja. Genau. Oder nach 25 Monaten aufeinander sitzen, geht Julia zu ihren Eltern und ich zu meinen Eltern. Vielleicht für ein paar Tage auch nicht schlecht. Ja, also wäre auf jeden Fall machbar. Nicht ganz so. Nee, das Problem wäre lösbar. Aber was wir natürlich nicht wissen, ist, wie lang würde die ganze Visumsgeschichte dauern. Also wann fliegen wir hin? Wann nehmen wir wieder den Rückflug? Keine Ahnung, das kann ja eventuell auch noch schief gehen. Also dieser Wartezeitenrechner sagt gerade knappe 50 Tage für Frankfurt. Ja, und was wäre, wenn das Visa nicht genehmigt würde? Genau, das ist die nächste Frage. Was ist, wenn es nicht genehmigt wird? Und vor allem haben wir jetzt eben auch schon im Internet gelesen, selbst wenn man das Visum im Pass hat, ist es keine Garantie, dass man einen an der Grenze durchlässt. Also, ja, wobei das, glaube ich, ist relativ, also... Aber je nach Beamter kann dir das passieren. Oder die sehen vielleicht im System, wenn die den Pass scannen, oh, da war schon mal irgendwas, komische Geschichte, die lassen wir lieber nicht rein. Oder auch, unwahrscheinlich, aber auch das könnte sein, dass uns diese ESTA-Ablehnung beim Visumsantrag zur Stolperfalle wird. Man weiß es halt nicht. Ja, also was tun? Wir wissen es noch nicht. Keine Ahnung. Ja, deswegen sind wir hier. Das sind die Optionen, die uns bis jetzt mal eingefallen ist. Vielleicht, keine Ahnung, ergibt sich noch was, fällt uns noch was ein. Ich glaube, wir haben so mittlerweile alles abgeklappert. Ja, Dankeschön an der Stelle nochmal an die Anschnallis, an Max und Merle von Anschnallen Abfahrt. Die waren die Ersten, die von dem Drama eigentlich fast live mitbekommen haben. Die uns seelisch und moralisch wieder ein bisschen aufgepäppelt haben, uns auch mit ganz viel gedanklichem Input und Ideen versorgt haben. Fettes Dankeschön. Ja, wenn die nicht mit dem Video so hinten dran wäre, dann hätte man vielleicht aus dem Video erfahren von ihnen, dass man unbedingt ein ESTA-Visum brauchen. Maybe. Wir hätten ja aber auch anrufen können und vorher, aber wie gesagt, wir waren uns einfach bombensicher. Hätte Fahrradkette. Ja, das heißt, wir bleiben jetzt auf jeden Fall mal noch hier. 1, 2, 3 Tage. Haben nämlich auch gute News. Haben nämlich noch ein Interview für eine Zeitung, können wir ja verraten. Stimmt, wir haben sogar 2 Zeitungsinterviews für die Badischen Neuesten Nachrichten und für die Rhein-Neckar-Zeitung. 2 richtig große Zeitungen, die über unseren Trip berichten wollen. Ist jetzt halt ein blöder Zeitpunkt. Die berichten über die dümmste Reisende, die versuchen in die USA einzureisen. Ja, aber wir haben ja auch aus den vergangenen 25 Monaten ein paar schöne Geschichten auf Lager. Genau, einen Interviewtermin haben wir schon gehabt, das war cool. Und der zweite, der steht jetzt hier auch an, dann nutzen wir hier noch das WLAN. Da drüben ist der Angelsee, ich nehme euch mal mit, wenn ich nochmal angeln gehe. Habe sogar schon 3 Fische gefangen. Und ja, lässt sich hier aushalten, ist angenehm von der Temperatur her. Ne? Ja. Wir stehen hier schön, haben die Markise draußen, der halbe Tag oder eigentlich immer irgendwie auf irgendeiner Seite ganz gut Schatten. Das ist erträglich, nachts wird es richtig schön frisch, kann man wunderbar schlafen. Und das ist hier ein Gelände mit einem Weingut. Haben die hier noch mit drauf. Ein riesiges Gelände, das ist so groß, wir haben die Weinrebe noch gar nicht entdeckt oder was es da gibt, keine Ahnung. Ja,
Vielleicht dreht die Julia mal noch eine Runde mit dem Fahrrad und nimmt die Kamera mit. Ja, auf jeden Fall gehen wir hier jetzt einfach mal noch 1, 2 Tage in uns, gucken vielleicht auch nochmal wegen möglichen Flügen und den Kosten. Natürlich müssten wir ja auch den Van für die Zeit dann irgendwo in Mexiko stehen lassen, auch das verursacht Kosten. Ja, es ist halt die günstigste Variante aktuell, ist einfach noch ein paar Monate durch Mexiko zu tingeln und dann zu gucken, ja, wie geht's weiter im Prinzip. Ne? Aber das wollen wir halt so eigentlich ja nicht. Ne? Ja, vor allem ich bin auch ein sehr ungeduldiger Mensch und ein sehr kontrollierender Mensch. Also wenn ich nicht weiß, wie es irgendwie weitergeht und was die nächsten Schritte sind und was auf mich zukommt, das macht mich einfach unheimlich nervös und ich wüsste einfach gern, wie es weitergeht, egal wie, aber ich wüsste einfach gern wie. Wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Sobald es was Neues gibt, sprechen wir es in die Kamera. Genau. Wir sind jetzt hier halt erstmal stationär, deswegen keine schönen Bilder von Canyons oder von Seen oder von spitzen Gebirgen. Da müsst ihr vielleicht einfach dann, wenn ihr schöne Bilder wollt, die letzten Videos nochmal angucken. Ja. So viel von uns, aktueller Stand. Wir haben alles. Wir sind raus. Wenn es Infos gibt, wir teilen sie mit. Vielleicht noch ganz kurz zur Info, was wir jetzt bisher schon alles unternommen haben. Also ich habe Kontakt aufgenommen mit dem deutschen Konsulat in Los Angeles und in Houston, mit dem deutschen Konsulat in Mexico City, eben wegen der Aufenthaltsgenehmigung hier in Mexiko. Außerdem waren wir vor Ort bei der US-Botschaft in Nogales in Mexiko. Dann haben wir in unserer Not versucht, eben das ESTA doch noch zu beantragen, wurde erwartungsgemäß aber abgelehnt. Und anschließend blieb uns nichts anderes übrig, als die 7 Tage Aufenthaltsdauer, die wir kostenfrei in Mexiko genehmigt bekommen haben, eben nochmal kostenpflichtig, aber das war nur 35 € umgerechnet pro Person, auf 6 Monate zu verlängern. Das ging zum Glück echt easy peasy, ansonsten hätten wir ein fettes Problem gehabt, weil dann hätten wir auch noch aus Mexiko rausgemusst, ne? Dann ging es weiter mit der Autoversicherung. Wir haben ja schon eine Kfz-Haftpflichtversicherung für die Vereinigten Staaten abgeschlossen gehabt. Die war auch gar nicht so günstig, 359 US-Dollar für 90 Tage. Hätte uns eben auch richtig wehgetan, wenn wir das Geld ausgegeben hätten und gar nicht gebraucht hätten, die Versicherung. Da habe ich angerufen und die Dame war ultra freundlich, hat das Problem auch verstanden und hat sich sofort bereit erklärt, die Rückerstattung in die Wege zu leiten. Also vielen Dank nochmal an die Seguro Gringo. Sollten wir irgendwann doch noch in die USA kommen, wer weiß, schließen wir da auf jeden Fall nochmal die Versicherung ab. Außerdem warten wir im Moment noch auf die schriftliche Rückmeldung vom US-Konsulat in München. Denen habe ich auch nochmal schriftlich die Frage gestellt, ob es nicht doch irgendeine Möglichkeit gibt, aus dem Ausland heraus als Deutscher ein Visum für die USA zu beantragen. Aber da warte ich jetzt schon seit 4 oder 5 Tagen auf Antwort. Also ich glaube fast nicht, dass da noch was kommt. Und natürlich haben wir parallel dazu in die diversen WhatsApp- und Facebook-Gruppen geschrieben, ob Leute Tipps haben, ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Wir haben Kontakt persönlich zu anderen Reisenden aufgenommen, hat auch verschiedene Denkanstöße gegeben, aber uns bisher leider nicht wirklich weitergebracht. Wir stehen immer noch hier auf dieser mega schönen Ranch. Wie es weitergehen soll, wissen wir leider immer noch nicht. Wir haben erstmal die Verdrängungstaktik angewandt, haben uns in Arbeit gestürzt, 2 Q&A-Videos aufgenommen mit all den Fragen, die ihr uns gestellt habt zu unserer Reise, zu unserem aktuellen Leben und natürlich auch, wie wir die ganze Reise finanzieren. Das könnt ihr dann auch auf YouTube angucken, aber jetzt will ich euch mal noch dieses traumhafte Gelände zeigen. Da, wo diese Stühle stehen, stand die letzten 5, 6 Tage eigentlich unser Van. Hier ist jetzt am Wochenende aber eine Hochzeit, deswegen auch die Stühle. Und es ist ein richtig schönes Eventgelände. Und ich nehme euch jetzt mal noch mit auf einen ganz kleinen Rundgang. Hier sah es auch bis vor ein paar Stunden eigentlich mega wild noch aus. Hier war kein Gras gemäht, hier lag überall Laub und Staub und Schmutz der vergangenen Monate wahrscheinlich, weil hier so lange nichts mehr los war.
Also die Mexikaner haben echt die Ruhe weg, was so eine Vorbereitung von einer Hochzeit angeht. Jetzt stehen hier immerhin mal Stühle und Tische. Aber das sind noch keine Hussen, da ist noch keine Deko, da ist noch nichts eingedeckt. Da ist noch nichts von einem Buffet zu sehen oder von einer Tanzanlage, also Musik. Eigentlich soll die Hochzeit heute sein. Ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll. Vielleicht ist es auch doch erst morgen und der Besitzer hier hat sich im Tag vertan. Auf jeden Fall, also wenn es meine Hochzeit wäre, ich hätte hier schon längst die Nerven verloren. Ich habe mir überlegt, ich ziehe mein Sombrero auf und kämme hier mir da schön so ein mexikanischer Bart und dann setze ich mich hier einfach morgen beim Essen mit dazu. Mein persönliches Favorite hier ist der Swimmingpool, aber das ist nicht irgendeiner, der ist riesig. Ja, liegt halt ein bisschen Laub drauf, aber ist ja klar bei den Bäumen, das macht nichts. Es ist auch tagsüber hier richtig warm, also über 30 Grad. Nachts kühlt es aber mega gut ab hier in der Wüste. Aber für tagsüber ein kurzer Kopfsprung da rein ist natürlich super. Und wegen dem Hochzeitstrubel haben wir uns umquartiert. Wir stehen jetzt quasi gegenüber in so einer Sackgasse. Ist ein riesen Gelände hier. Hier fährt keiner, wir haben ein bisschen Schatten. Und ja, da bleiben wir jetzt einfach mal noch heute und morgen, bis die ganze Hochzeit vorüber ist. Was hier mega nervig ist, es gibt hier wirklich 1000 Fliegen. Moskitos kommen erst abends so für eine Stunde und tagsüber mal vereinzelt, aber Fliegen ganz schlimm. Und heute Morgen beim Dachluke aufmachen ist gleich der Rollo wieder auseinandergefallen. Oder das Netz, das habe ich heute auch schon wieder reparieren müssen. Es läuft wirklich gut. Ja, müssen wir auch gucken, wo wir da einen Ersatz dafür herkriegen. Das untere Teil mit Rollo und mit Fliegeschutz. Das nächste ist, gestern habe ich mit der Julia ihrem Fahrrad eine Runde hier gedreht und wahrscheinlich gibt es hier wieder so blöde Stacheln auf dem Boden. Das heißt, vorderer Reifenblatt, hinterer Reifenblatt, aber nur unter eigentlich. Oben sind sie noch gut. Ja, Schläuche haben wir dabei, das heißt, das muss ich auch noch machen. Es kommt echt eins nach dem anderen, das ist echt nervend und nervenaufreibend und es würde dann langsam reichen irgendwie. Ja, ich war hier schon angeln, schöner Angelsee, den zeige ich euch jetzt auch mal noch. Wir stehen hier ja vor dem Schilf da direkt, da kann man das See gar nicht richtig sehen, aber einmal um die Ecke rum, da ist er und 5 Wels habe ich schon gefangen, wenn auch nur so kleine, aber für Fischtacos hat es gereicht. Welsfischtacos, eine Empfehlung von mir. Für welche Option wir uns entschieden haben und ob die Entscheidung auch wirklich die richtige war, seht ihr nächsten Mittwoch. Danke fürs Mitfiebern, fürs Liken, Kommentieren und Abonnieren.